Hallo liebe Freunde, die Steinzeit weicht, es zieht ein die Postmoderne. Wir haben mal endlich gewechselt von unserer doch schon etwas antiquierten Osmo Action 1 auf die Osmo Action 3. Das ist auch nicht ganz die aktuellste Version, aber die gab es jetzt zum Amazon Prime Day zu einem super Preis. Hat jetzt nur noch knapp 200 Euro gekostet in einem Pack mit 2 Akkus. Da konnte man nicht Nein sagen. Aber jetzt kommen wir zu dem großen Inhalt von diesem Video. Für diese Kamera, wenn wir sie jetzt vernünftig einsetzen wollen, haben wir gedacht, benutzen wir doch auch mal eine vernünftige Funkstrecke. Also ein Wireless Mikrofon. Und da haben wir lange hin und her überlegt, wollen wir denn wirklich für eine Kamera, die knapp 200 Euro kostet, ein Funkmikrofon kaufen, das teurer ist als die Kamera selber? Nein, haben wir gesagt. Wir schauen uns mal um, was es so auf den verschiedenen Plattformen gibt, und wir kaufen uns mal was Günstiges. Ihr kennt mich, wo bin ich wieder gelandet? Bei AliExpress. Und ich habe mir so ziemlich die günstigste Funkstrecke bestellt, die ich finden konnte. Es ist jetzt nicht die ganz günstigste, aber von den Parametern her war es die mir am meisten zugesagt hat und die preislich wirklich sehr günstig war. Dieses Funkset hier hat nicht 17 Euro gekostet. Ja, da seid ihr verwundert, weil ein gutes Mikrofonset kostet ja schnell mal, ja, bei DJI hängt ja noch eine 2 von dran und es geht noch nach oben, gibt es keine Grenze. Aber kann dieses Mikrofon auch was? Wir werden es rausfinden in diesem Video, aber zuerst werde ich mal für euch auspacken, was denn alles im Lieferumfang ist, und wir werden uns das mal angucken. Also los geht's. Man sollte meinen, was bekomme ich schon für 17 Euro, aber allein schon, dass es in diesem Hartschalenkoffer kommt, das war schon eine Verwunderung, weil normalerweise sind diese sehr günstigen Dinger von AliExpress auch sehr bescheiden eingepackt. So, aber wichtig ist, was ist drin? Fangen wir mal, bevor wir zu dem Mikrofon und dem Receiver kommen, mal an, was ist denn generell an Zubehör dabei. Das ist jede Menge. Ein USB-C, USB-C-Kabel, sehr schön, das brauchen wir zum Anschluss an die Osmo Action. Wir haben ein Ladekabel mit 2x USB-C. Wir haben ein Anschlusskabel TRS, also zum Anschluss an ein Handy mit einer 3,5er Klinke. Und wir haben dabei natürlich noch das Pendant dazu, das TRS-Kabel zum Anschluss an eine normale Kamera. Wir haben des Weiteren drin einen Windpuschel, den gucken wir uns gleich nochmal an. Wir haben die sogenannte Dead Cat. Wir haben einen normalen kleinen Windpuschel. Okay, wir haben hier noch ein USB-C Kabel. Entschuldigung. Wir haben ein USB-C Lightning Kabel für alle Besitzer eines iPhones. Obwohl alle Leute, die ein iPhone besitzen, werden sich wahrscheinlich nicht so eine günstige Funkstrecke kaufen. Und dann haben wir nur noch die Bedienungsanleitung. Zweisprachig, Englisch, Chinesisch. Aber ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste und die Schrift ist so klein auf diesem Stück Papier, das kann ich nicht mal mehr mit Brille vernünftig lesen. Da muss ich mir ein Foto machen mit dem Handy, um das alles lesen zu können. Und so schwierig sind die Funktionen an diesem Teil nun auch nicht. Das kriegen wir also hin. Kommen wir jetzt mal zu den wichtigen Dingen. Wir haben hier das Funkmikrofon selber. Es ist relativ leicht.
hat einen Clip zum Befestigen und die Anschlüsse schauen wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir hier den Empfänger, den Receiver. Der ist vom Gewicht her eigentlich identisch, er wiegt auch fast nichts. Ich denke, das Schwerste an diesen Teilen ist der Akku und da kommen wir ja gleich zu. Der Akku ist hier so ein typischer 300 mAh Akku. Ich glaube, da gibt es in China eine Fabrik, die Millionen von diesen Dingern herstellt und in alle günstigen Geräte dieser Welt, die in China hergestellt werden, befindet sich dieser 300 mAh Akku. Aber jetzt, wir wollten uns mal das Teil genauer anschauen. Fangen wir mal auf dieser Seite an. Ja, wir haben hier die USB-C-Buchse zum Laden und, was ich sagen muss, die ist auch gleichzeitig zum Monitoring. Also ihr könnt hier einen USB-C-Kopfhörer anschließen. Erstaunlich. Und hier haben wir dann den Power-On-Button. Der Power-On-Button hat zwei Funktionen, also Power ein- und ausschalten, und während des Betriebs, wenn ich einmal kurz drauf drücke, dann schaltet er das Mikrofon stumm, also die Mute-Schaltung. Das erkennt er dann hier. Das orange Licht leuchtet, ihr seht, ihr seid verbunden mit dem Receiver und ihr könnt los sprechen. Die zweite Leuchte hier ist eine rote LED und die leuchtet beim Laden und sie müsste eigentlich auch bei der Mute-Schaltung leuchten. Nee, da muss ich mich revidieren. Die Mute-Schaltung habe ich also auch da, wo die orange LED ist. Auf der zweiten Seite, ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen, sonst blende ich es nochmal extra ein, haben wir noch zwei Taster, zwei Schalter. Ja, und das ist erstaunlich, der vordere Schalter ist für die Noise Reduction. Ihr seht also, jedes dieser Mikrofone hat einen eigenen DSP-Chip. Und was man für diesen Preis eigentlich nicht unbedingt erwarten könnte, ihr habt noch eine extra Funktion, um den Echo-Hall zu unterdrücken. Das findet man bei so günstigen Mikrofonen eher sehr selten. Ich habe leider keine große Konzerthalle für euch, um es auszuprobieren. Da die DSP-Chips aber auch so Massenware sind, die man in großen Stückzahlen aus irgendeiner großen Fabrik in China kauft, habe ich keinen Zweifel, dass das auch halbwegs vernünftig funktionieren wird. Den Windpuschel, The Dead Cat, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Was gut ist an diesem Dead Cat, er hat so eine Art Verriegelung, einen Bajonettverschluss, wie wir Techniker sagen, und er rastet fest ein und er kann nicht verloren gehen. Das ist super, das gefällt mir, weil auf meiner anderen Funkstrecke, die etwas teurer ist, ist nur so ein Gummipinökel, den ich draufziehe, und ich habe schon das eine oder andere Mal aus Versehen meinen Windpuschel abgezogen. So viel dazu. Jetzt schauen wir uns mal den Receiver an. Den habe ich für euch gleich angelassen. Ihr seht, das grüne Licht leuchtet. Ja, er hat ja auch zwei von der Stelle, weil es gibt dieses Set auch mit zwei Mikrofonen und einem Receiver. Ich habe mich aber nur für die Variante mit einem entschieden, weil zwei brauchen wir in der Regel nicht und schon gar nicht auf der Action Cam. Schalter hat dieses Teil hier auf der Oberseite den Power-On-Schalter. Wir haben hier die USB-C-Buchse zum Laden und wir haben neben der USB-C-Buchse noch den Volume-Button, wo ich regeln kann, wie laut das Mikrofon auf meiner Kamera ankommt. Auf der anderen Seite habe ich nur noch die 3,5er Klinke, wo ich meinen Kopfhörer anschließen kann. Oder aber, wenn ich eins der 3,5 mm Kabel nehmen will, um meine Kamera oder mein Handy zu verbinden, dann ist das die Anschlussstelle unserer Wahl. Ihr habt gesehen, da ist jede Menge Zubehör bei. Für jeden Fall das Richtige. Aber wir wollen ja nur unsere Action Cam anschließen. Deshalb machen wir das jetzt auch mal. Klappe auf, USB-C-Kabel rein, Empfänger ist eingestöpselt, Kamera wird eingeschaltet und dass das Mikrofon funktioniert, seht ihr schon mal. Kleine Kamerasymbol, warte mal, ich halte es mal ein bisschen höher, damit ich es auch wirklich nicht auf mein Gesicht scharf stelle, sondern auf die Action Cam. Dann seht ihr in der Mitte dieses kleine Kamerasymbol und wenn ich jetzt mal richtig Lautstärke mache, müsst ihr sehen, dass es sogar bis in den roten Bereich ausschlägt, also praktisch überpegelt. Ich kann ja auch mal ein kurzes Video machen, aus der Hand für euch. So, das ist jetzt mal ein kleiner erster Versuch mit
diesem Mikrofon, ob er funktioniert, aber ich denke, ich habe gar keine Sorge, weil ich muss gestehen, dieses Mikrofon haben wir schon mal ausprobiert. Wir waren draußen, weil wir wollten sehen, funktioniert das Mikrofon wirklich gut oder funktioniert es nicht? Und deshalb haben wir mal das interne Mikrofon gegen das externe Mikrofon antreten lassen. Da will ich mal die Audioqualität testen von unserer neuen Funk-Mikrofonstrecke. Das ist noch das Originalmikrofon. Und ich hoffe, dass, wenn wir gleich umschalten, dass wir einen signifikanten Unterschied hören werden. So, die Funk-Mikrostrecke ist aktiviert. Das Mikrofon habe ich hier in der Hand. Und ja, die Kamera hat ja so ein kleines Mikrofonsymbol. Sieht jetzt im Moment relativ gut aus. Wir haben einen relativ hohen Ausschlag. Das scheint also sehr gut zu funktionieren. Was wir jetzt nochmal probieren werden, ist, wie weit funktioniert es denn? Ja, und dazu werden wir mal den Kamerastab übergeben. Ich werde mal stehen bleiben und werde mal sinnlos weiter quatschen und mal gucken, ab wann das Signal aussetzt. So, das sind jetzt schon mal, sagen wir mal, 15 Meter. So, ja, 20 Meter. Wir gehen mal noch ein Stück. Ich winke mal. So, das dürften jetzt gut und gerne die 30 Meter sein. Ich winke mal noch. Wir wollen ja mal das System bis an die Grenzen austesten. Mal gucken, wann es aufhört. Mal gucken, wann es aufhört mit dem Signal. Das sind jetzt gut und gerne 50 Meter. Wenn es jetzt noch funktioniert, dann wäre es super. Ich glaube, das reicht. Jetzt gehe ich mal zurück. Und mal sehen, ob ich Christiane noch wieder einholen kann. Wie ihr seht, das Mikrofon funktioniert. Es funktioniert erstaunlich gut. Also ich war sehr überrascht, welche Reichweite ich damit erzielen konnte. Das waren geschätzt gut und gern 50 Meter. Und das Mikrofon hat in dieser Reichweite noch wunderbar funktioniert. Das bloße Funktionieren ist das eine, aber wie ist denn die Qualität? Ja, deshalb war jetzt in dem ersten Segment, was ich euch vorgespielt habe, waren beide Audiosignale völlig unbearbeitet, so wie sie aus der Kamera gekommen sind. Und jetzt habe ich die gleichen Videosequenzen nochmal genommen und habe sie vernünftig im Schnittprogramm bearbeitet, ja, so dass ein halbwegs vernünftiger Pegel rauskommt. Und jetzt könnt ihr mal im Vergleich euch anhören, wie die Qualität der beiden Mikrofone zueinander ist. Das ist noch das Originalmikrofon. Ja, und ich hoffe, dass, wenn wir gleich umschalten, dass wir einen signifikanten Unterschied hören werden. So, die Funk-Mikrostrecke ist aktiviert. Das Mikrofon habe ich hier in der Hand. Und ja, die Kamera hat ja so ein kleines Mikrofonsymbol. Sieht jetzt im Moment relativ gut aus. Wir haben einen relativ hohen Ausschlag. Das scheint also sehr gut zu funktionieren. So, ihr könnt euch selber eine Meinung bilden. Ich persönlich finde das externe Mikrofon wesentlich klarer. Es ist nicht so dumpf wie das interne Mikrofon. Alles andere hätte mich auch ein bisschen gewundert, weil diese externen Mikrofone ja über eine wesentlich größere Membran verfügen. Und die internen Mikrofone von diesen Actioncams sind ja gelinde gesagt ein Notbehelf. Qualität ist okay, Reichweite ist okay. Also eigentlich gibt's nur für dieses Mikrofon für den Preis einen Daumen hoch. Was wir aber noch nicht so besprochen haben, sind die Spezifikationen. Ich blende sie vielleicht euch mal hier irgendwo ein. Ja, sehr imposant, dass uns der Hersteller verspricht, dass die Batterielaufzeit 15 Stunden betragen soll. Da wage ich mal so ein kleines Licht da zu machen. Ich werde es jetzt auch nicht ausprobieren. Erfahrungen sind mit der anderen externen Funkstrecke. Die haben uns auch schon 7 Stunden versprochen. Da war im Neuzustand vielleicht 4 Stunden. Jetzt mittlerweile, nachdem sie so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ein bisschen weniger. Die Reichweite von dieser kleinen Funkstrecke, von diesem externen Mikrofon für die Osmo Action,
Ist natürlich nicht ganz so groß wie bei der großen Funkstrecke, braucht also auch weniger Strom. Aber ich schätze mal, so mehr als 5 Stunden würde ich diesem Mikrofon aus dem Stegreif auch nicht zutrauen. Fazit, liebe Freunde, Fazit. Kann ein Funkmikrofon für 17 Euro meine Ansprüche erfüllen? Ich bin überrascht. Ja, 17 Euro gut investiert. Super Reichweite, super Klang, keine Probleme beim Installieren, sämtliches Zubehör ist dabei. Und wer mag, kann auch noch einen zweiten Sender dazu bestellen. Dann kostet es vielleicht nicht 17 Euro, sondern 20 Euro. Aber das ist auch ein Preis, der verglichen mit so einer normalen Funkstrecke von einem Markenhersteller eher, sagen wir mal, ein bescheidener Beitrag ist. Das Ding geht jetzt bei mir natürlich in den Langzeittest. Falls sich da noch irgendwas ergibt, werde ich es euch sagen. Aber so kriegt von mir auf jeden Fall den Daumen hoch. Ich hoffe, liebe Freunde, das Video und die Informationen da drin haben euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like für dieses Video da. Schreibt fleißig Kommentare. Wenn ihr mögt, abonniert den Kanal. Es kostet nichts, es hilft mir. Und ich werde dann auch motiviert, noch mehr so schöne Videos für euch zu machen und mehr Informationen rüberbringen zu euch. Falls ihr noch Anregungen und Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Das ist Filmzubehör in der Natur, von Kameras zu Mikrofon. Zeigt uns alles ohne zu schonen. Mit Know-how startet er, testet Outdoor-Ausrüstung.